gespürt. Und wir gehen jetzt aber von Bern in die Innerschweiz an Vierwaldstättersee. Und von da kommt ein junger Musikant, der feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag und er zeigt uns jetzt ein paar von seinen persönlichen Lieblingsörtchen. Hallo zusammen, ich bin der Aaron und ich zeige euch jetzt meine Lieblingsplätze in meiner Heimat Brunnen. Kommt doch mit! Wir sind hier am Auslandschweizer Platz und diesen Ort habe ich ausgewählt, weil wir hier direkt am See sind. Weil der See gehört zu Brunnen. Ich selber gehe gerne Schiff fahren, hier Richtung Urnersee, das Rütli und dann noch mit einer Wanderung verbinden. Aber im Sommer ist es natürlich auch eine ideale Abkühlung, wenn man hier in den See hineingumpen kann. Und darum wollte ich, dass ihr hier hinkommt. Das Instrument bedeutet mir sehr viel, weil ich habe mit 9 Jahren angefangen zu örgeln. Es ist natürlich noch sehr interessant, wenn man die Melodie und den Bass gerade gleichzeitig spielen kann. Die Luft ist sehr wichtig, das heisst, man lernt dann auch mit der Zeit ein bisschen eine Dynamik reinzubringen und man kann dann so auch mit dem Ton ein bisschen arbeiten. Es ist eigentlich wie ein Lebewesen, kann man sagen, wo auch mit Gefühl muss gespielt werden. Ja. Wir sind jetzt im Dorfzentrum Brunnen. Hier feiert man Fest und hier tut man auch das Brauchtum leben. Also wir haben eine sehr grosse Fasnacht. Ja, also einen geselligen Abend im Brunnen muss sicher Musik haben. Das lockert immer gerade die Atmosphäre. Und es muss ein bisschen gelacht werden und es muss einfach ein bisschen fröhlich sein. Es geht sogar noch ein bisschen tanzen und es soll einfach ungezwungen sein. Es ist auch damit verbunden, sich auszutauschen, voneinander zu erzählen, auch inspirieren und Freundschaften pflegen. Die Wanderung ist für mich gleichzeitig auch Erholung und Sport und habe hier auch Natur, wo ich zur Ruhe komme. Ja, wenn ich hier auf die Brunnen schaue, dann komme ich auch gleichzeitig ein bisschen Distanz über vom Alltag und kann auch mal, wenn es irgendwo etwas ansteht, ein Problem oder so, sehe ich das hier von da natürlich von einer ganz anderen Seite. Und das ist einfach etwas, was ich immer schätze, wenn ich ein bisschen raufkommen und ein bisschen auf etwas herunterschauen. Und hier ist natürlich das ganz spezielles Panorama. Ja, ich würde schon sagen, so Plätze inspirieren mich sehr für die Musik, weil es ist auch eine Gewalt, wenn man so schaut, die Berge und zusammen mit dem See. Es ist auch etwas Fjordähnliches, wie es immer wieder heisst. Und da kann man schon sagen, dass man da auch eine Kraft daraus nehmen kann, die sich dann nachher so wieder in die Musik einfließt. Ja. Ja, der Ort Brunnen bedeutet mir natürlich sehr viel, weil ich bin hier aufgewachsen, bin hier in der Schule und ich wohne auch seit Geburt hier. Die Vielfalt, die mit der Geselligkeit, mit der Natur, auch mit der Familie, die ich hier habe, das ist einfach so ein Päckchen, das für mich Heimat bedeutet. Ja. So schön hat es Aaron Lötscher rund um Brunnen und ich freue mich, dass er zusammen mit seiner Formation Aufwind jetzt im Boz Musikschale parat ist zum Spielen. Vor der Frühling dann so richtig da ist, hören wir jetzt noch eine eigene Komposition von Aaron, der
Winterzauber. Aufwind mit dem Florian Schuler und dem Aaron Lötscher am Schweizerörgeli, dem Simon Lötscher am Klavier und dem Marcel Koller am Kontrabass. Aaron, du hast das Stück, das wir jetzt gerade gehört haben, komponiert und du hast im letzten Oktober vom Kanton Schwyz auch noch einen Werkbeitrag zugesprochen bekommen. Gratuliere herzlich. Danke vielmals. Für Aarons Souli-Volk. Weisst du das? Ja, genau, das ist ein Gefäß, wo ich eigentlich meine eigenen Kompositionen darunter benenne und veröffentliche. Es ist so, ich tue sehr gerne Moll komponieren auch. Und da habe ich wie etwas gebraucht, um dem einen anderen Namen zu geben. Und jetzt das Souli-Volk, das ist ein Name, den ich selber gegeben habe. Und das heisst, es ist ein bisschen beseelt, ein bisschen tiefgründig, aber auch unterhaltsam. Und tönt ja schon ein bisschen neumütig oder so auf Englisch. Ist denn auch die Musik neue Volksmusik oder durchaus auch so, wenn ihr mit Aufwind ja auch spielen könnt, urachige und tänzige Musik? Ja, also mir ist immer sehr wichtig, dass es unterhaltsam ist. Du kommst ja aus einer Familie, wo der Vater gejodelt hat, die Musik immer schon ein wichtiges Thema war. Hat ja auch die Örgeli-Musik und die Volksmusik schon von ganz klein an begleitet? Ja, das ist so. Ich habe mit 9 Jahren angefangen, Schweizer Örgeli zu spielen. Und habe dann eigentlich mit dem Instrument hier habe ich dann das Komponieren entdeckt, weil das ist ein A-Wiener Orgel und hat noch Mollpass. Und das gibt so einen ganz schönen melancholischen Klang. Und das hat mich so inspiriert, einfach auf dem Örgeli komponieren und neue Melodien zu machen. Und eigentlich, das ist die Schuld, wieso es jetzt so ist. Ja. Und für dich kommt es vielleicht gerade gelegen, dass man im Moment nicht so viel auftreten darf. Der Beitrag vom Kanton, das sind 15'000 Franken, die du jetzt einsetzen kannst. Wen gibt es erstmal nebst dem Stück von heute, nebst davon zu hören? Oder auf was müssen wir freuen? Ja, es ist das Ziel, dass ich sicher weiter ins Studio gehe und die Musik eben veröffentlichen. Das ist für die Leute, das finde ich immer wichtig. Es ist auch so, dass es dann Noten gibt, die dann hoffentlich ein paar auch würden dann nachspielen. Und ja, so, das sehe ich jetzt so ein bisschen als meine Aufgabe, die Musik auch ein bisschen unter die Leute zu bringen. Ja. Du hast ja Unterstützung aus der Verwandtschaft, die Schwester am Klavier. Simon, der Bruder, da fleissig am Komponieren und am Örgeln. Bist du auch schon so früh in der Volksmusik-Genre reingekommen und hast auch so Freude gehabt? Ja, ich habe eigentlich zuerst mit Klavier angefangen und Aaron, sein Schweizer Örgeli-Lehrer, der Reto Grab, hat uns eigentlich die Verbindung geschaffen. Er hat gesagt, es würde doch noch Sinn machen, wenn ich schon Klavier spiele, dass ich ihn dann den Musikschulauftritt begleiten könnte. Und durch das sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen auf in das hineingekommen. Ja. Also ich freue mich auf weitere Musikfreude. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Danke für die Antwort. Ja, und in der aktuellen Zeit sind ja